Und damit wollen wir an diesem Donnerstagmorgen zu Dorothea Schopeus in den Bundestag schauen. Guten Morgen, Dorothea. Also alles spricht ja irgendwie gegen Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten der SPD. Wie geht es nun denn tatsächlich für ihn weiter? Klebt er am Amt? Eine Woche nach dem Ampelbruch hat der Wahlkampf im Deutschen Bundestag richtig an Fahrt aufgenommen. Leidenschaftliche Wahlkampfreden sind hier gestern im Plenarsaal gehalten worden. Der Oppositionsführer Friedrich Merz adressierte Olaf Scholz direkt, nannte seine Regierungserklärung eine Geisterstunde. Und auch innerhalb der eigenen Partei gibt es, laut des Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich, durchaus ein Grummeln. Man ist sich dessen bewusst, dass Olaf Scholz weder ein beliebter Bundeskanzler ist, noch wirklich Unterstützung bei den Unterstützern der SPD hat. Aber wichtig ist hier zu sagen, es ist bisher ein Grummeln. Weder die Parteispitze noch herausragende Politiker dieser Partei haben sich offiziell dazu geäußert, dass sie es für eine bessere Idee halten würden, wenn Pistorius das Ruder übernimmt. Geplant war, dass man Ende Januar einen Parteitag stattfinden lässt, wo dann Olaf Scholz als Kanzlerkandidat bestätigt wird. Und Pistorius selber, der hat zwar nie klipp und klar gesagt, dass er es ablehnen würde, hat aber mehrfach betont, dass er sich in seinem jetzigen Amt sehr wohl fühle und dass sie einen Kanzler hätten, der heißt Olaf Scholz und der sei bisher zumindest auch der designierte Kanzlerkandidat. Und Rolf Mützenich und Boris Pistorius glauben, dass Olaf Scholz diese Partei auf irgendeine Art und Weise auch zu einem Sieg führen kann. Naja, theoretisch wäre ja auch ein Mitgliederentscheid in der SPD-Denker über die Frage der Kanzlerkandidatur. Noch ist das nicht angestrebt. Aber Dorothea, wir sind ja in der Hängepartie. Deutschland muss ja eigentlich irgendwie trotzdem noch handlungsfähig bleiben. Also wo können und wo wollen denn SPD und die Union jetzt noch an einem Strang ziehen? Ich meine, das 49-Euro-Ticket, das scheint ja zu wackeln und auch beim Bürgergeld. Nach momentanen Umfragewerten sieht es ganz so aus, als würde es auf die Bildung einer großen Koalition hinauslaufen. Und dementsprechend fängt man auch schon an, ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und für die CDU ist es hier eine Gratwanderung. Denn auf der einen Seite wollen sie, so Alexander Dobrindt von der CSU, die herabfallenden Trümmer der Ampelregierung nicht auffangen. Und auf der anderen Seite möchte man nicht als Blockierer innerhalb der Bevölkerung gelten. Sobald die Vertrauensfrage gestellt ist, das war eine Bedingung von Merz, wendet man sich dann also einer möglichen Zusammenarbeit zu. Hier geht es dann um Steuerentlastung, also Stichwort kalte Progression, oder auch um eine Erhöhung des Kindergeldes oder auch mehr Geld für die Bundeswehr und, Marie, du hast es erwähnt, das 49-Euro-Ticket. Wichtig ist dem Oppositionsführer Friedrich Merz hier vor allem eines: Er möchte keine, wie er es sagte, Zufallsmehrheiten mit AfD und Linke. Dementsprechend möchte er, dass die Zusammenarbeit mit SPD und Grüne sogar so gut funktionieren, dass man sich schon intern abspricht, bevor mögliche Abstimmungen und Gesetze überhaupt auf der Tagesordnung landen, sodass klar ist, wie die Abstimmung ausgeht und man nicht am Ende mit der AfD zusammenarbeiten muss. Das wolle er nicht, so Friedrich Merz hier mehrmals gestern im Plenarsaal. Und um noch einmal ganz kurz auf eure erste Frage zurückzukommen, Marie, du hast es gerade angesprochen, am Ende kann hier auch noch mal abgestimmt werden innerhalb der Partei. Daher ist es jetzt wichtig für die SPD zu entscheiden, wann ihr Parteitag ist und wie und wo sie sich neu aufstellen wollen. Denn wenn man sich dann auf einmal gegenüber sitzt bei so einem Parteitag und Entscheidungen treffen muss, dann kann diese jetzt noch nach außen getragene Unterstützung für Olaf Scholz natürlich auch auf einmal ins Bröckeln kommen. Und damit wären wir wieder bei Friedrich Merz. Für den wäre das nämlich alles andere als gut. Der profitiert sehr stark von dieser gescheiterten Ampel. Und der Wahlkampf, den die Union schon länger vorbereitet, denn sie hatten mit einem Ampelbruch gerechnet oder zumindest auf einen gehofft, der baut sehr stark darauf auf, sich an Olaf Scholz und den gemachten Fehlern in den letzten 3 Jahren abzuarbeiten. Naja, vielleicht reicht man sich ja dann doch noch ein bisschen mehr die Hand, um Olaf Scholz in eine bessere Position zu bringen, um diese Diskussion ein bisschen klein zu halten. Dorothea, danke schön für die Analyse.